Und? Ist mir die Überraschung gelungen? Das kann man wohl sagen. Meine Güte, siehst du überrumpelt aus. Naja, so früh habe ich einfach nicht mit dir gerechnet. Aber du freust dich doch. Sicher freue ich mich. Etwas Unvorhergesehenes hat mich früher kommen lassen als geplant. Es ist doch nichts mit Papa. Nein, keine Sorge. Es geht ihm schon ein wenig besser. Es handelt sich um meine Geschäfte. Gott sei Dank. Und wie lange gedenkst du zu bleiben? Eine seltsame Frage, wo ich doch gerade erst angekommen bin. Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Nur, du kennst ja auch meinen Kalender und ich muss ja auch planen. Du bist sicher entsetzlich müde von der Reise. Willst du dich nicht ein bisschen zurückziehen? Das wäre für mich kein Problem. Die Reise war überhaupt nicht ermüdend. Im Gegenteil. Wenn man dich so sprechen hört, könnte man fast meinen, du möchtest mich gleich wieder loswerden. So ein Unsinn. Du hattest auch keine Chance, Luise. Ich habe dich vermisst und ich habe die volle Absicht, deine gesamte Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Du hast noch einen Termin? Nichts Wichtiges. Jedenfalls nicht so wichtig wie du. Komm, ich stelle dich der Familie vor. Was sag ich, warum du da bist? Offiziell, weil ich meine Verlobte bei ihren Verpflichtungen unterstützen will und in Wahrheit, weil ich dich so hinreißend finde, dass ich dir von nun an nicht mehr von der Seite weichen will. Wie lieb von dir. Darf ich vorstellen? Gräfin Elisabeth von Lahnstein, mein Verlobter Eduard von Tepp. Wie schön, Sie endlich kennenzulernen. Wo uns Ihre Verlobte in dieser kurzen Zeit schon so sehr ans Herz gewachsen ist. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Gräfin. Aber bitte behalten Sie doch Platz. Ja, Sie waren an der französischen Riviera, hörte ich. Ja, aber nicht, um mich in den Casinos herumzutreiben, wie Sie es wahrscheinlich der Presse entnehmen mussten. Baron von Tepp besitzt in der Nähe von Grasse eine Parfumseifenfabrik, um die er sich kümmert. Ja. Wenn man nicht gelegentlich selber nach dem Rechten sieht, dann gleitet es einem aus den Händen. Sie sagen es, Gräfin. Ich muss zwar gestehen, meine wahre Leidenschaft gilt eher einem guten alten Whisky, denn dem Lavendelduft einer provenzalischen Parfumseife. Allerdings so ein Familienbetrieb mit jahrhundertealter Tradition will eben gehegt und gepflegt werden. Ja. Was verschafft uns dann die Ehre, einen so vielbeschäftigten Mann auf Königsbrunn begrüßen zu dürfen? Nun, ich könnte sagen, weil ich meine Verlobten bei ihren Aufgaben helfen will. Aber wenn ich ehrlich bin, ist der wahre Grund viel einfacher. Die Liebe. Oh, Sie sind ja zu beneiden, Luise. Ja, dann bleibt mir nur herzlich willkommen auf Königsbrunn und das selbstverständlich so lange, wie Sie möchten. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte, die Pflicht ruft. Baron von Tepp, ich würde Ihnen gerne einen Überblick über die Termine Ihrer Verlobten verschaffen. Sehr gerne. Dazu würde ich allerdings gerne noch eine Tasse Tee bestellen, wenn das möglich ist. Ja. Warten Sie. Ich wollte Justus ohnehin etwas fragen. Lieb von dir. Aber diesmal bitte mit 2 Scheiben Ingwer, ja? Eingelegt. Der Empfang war hervorragend organisiert. Alle hier sind überaus zuvorkommend und nett. Und deine anderen Termine? Ebenso. Und bisher keinerlei Schwierigkeit mit der Presse? Wir sind hier zwar nicht so zahlreich, aber genauso lästig wie überall. Ich finde es wirklich bewundernswert, wie gelassen du die schwierigen Aufgaben deines Vaters übernimmst. Wir können es uns doch gar nicht leisten, aus der Rolle zu fallen. Ja,
Weil es eben keine Rolle ist, Luise. Es ist dein Leben. Und bald auch meins. Da hast du recht. Und wie hast du bisher deine knapp bemessene Freizeit verbracht? Du wirst ja hier wohl kaum Möglichkeiten für dein burschikoses Hobby finden. Was meinst du damit? Deine Leidenschaft für Hubschrauber? Ach, Hubschrauber. Baron van Tepp? Der von Ihnen gewünschte Whisky. Schön, einen alten Freund hier zu haben. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich möchte mich ein wenig frisch machen. Justus wird Sie auf Ihr Zimmer begleiten. Wir sehen uns dann im Kaminzimmer, ja? Ich freue mich. Maria, Sie müssen mir versprechen, Eduard nicht von meinen Ausflügen in den Hangar zu berichten. Wieso sollte ich? Außerdem haben Sie sich doch entschlossen, diese Ausflüge zu beenden. Oder? Eine waschechte Prinzessin. Bei uns in Düsseldorf. Vielleicht kommt ihr mal auf einen Drink in the Limits vorbei. Na, die wäre doch mal was für unseren einsamen Hubschrauber-Experten. So, ab damit. Danke. Digga, wir nehmen 2 Pullen mit hoch. Aufschreiben. Habt ihr was vor, was richtig Durst macht, ja? Ja, stundenlang abhängen und einfach nur auf dem Sofa sitzen. Wie süß. Bist doch nur neidisch. Ja, weil sich sein Liebesleben zurzeit auf einen Haufen Blech konzentriert. Oh, touché. Der Arme. Ja, ihr zwei. Wisst ihr? Ihr habt keine Ahnung. Gregor, fahr doch ein bisschen in deinen Hangar und unterhalte dich mit deiner Schrauberkollegin. Und wer weiß, was die beiden dann noch alles anstellen. Nichts Großartiges, um ehrlich zu sein. Wir arbeiten, wir trinken ein Bierchen, wir gehen nach Hause. Sehr romantisch. Am Hubschrauber zu basteln ist immer noch spannender, als diesen Fusel hier aufzumachen. Schau dir diese Farbe an. Reines Bernstein. Und der Duft. Riechst du den Dampf des Torffeuers? Es erinnert ein bisschen an... Entschuldige bitte. Stall. Der Flavor eines Single Malts, also sowohl der Duft als auch der Eigengeschmack, sind etwas für Kenner. Aber ich gebe zu, dieser hier kommt ein wenig wuchtig bis beißend daher. Fast hatte ich's vergessen. Ich wollte dir noch etwas zeigen. Hier bietet einer eine Tabatière von 1750 an. Wenn ich die bekomme, wäre sie die älteste meiner Sammlung. Faszinierend, wie tief dich so eine Schnupftabakdose beeindrucken kann. Sie ist mit Schildpatt intarsiert. Ich werde sie ersteigern. Ein seltenes Stück, nicht wahr? Sehr selten. Sie ist mit der Kröseltechnik geblasen. So etwas kann man industriell gar nicht herstellen. Das Glas ist von einem tiefen